Der beste Driver aller Zeiten. Keiner kennt ihn. Niemand hat ihn. Er kostet wenig Geld und trotzdem kann man ihn nicht kaufen. What? Um die Spannung ein wenig aufrechtzuerhalten, werde ich nicht gleich verraten, um welchen Driver es sich hier handelt. Aber ich werde gleich mal draufhauen. Drive 1, los geht's. Clubhead Speed 112 Meilen, Ballgeschwindigkeit 155 Meilen, Carry 232 Meter und Gesamtzins 241 Meter. Da geht definitiv noch mehr. Keiner wollte ihn haben und ich habe ihn bekommen, würde mein Freund Franz sagen. Aber so viel kann ich verraten. Ich war mit dem Driver gerade eben in Gran Canaria auf Golfreise und er durfte neben mir im Ehebett schlafen. 112,1 Meilen Clubhead Speed bei einer Ballgeschwindigkeit über 160 Meilen. Ergeben eine Gesamtdistanz von 244 Metern Carry und 258 Metern Gesamtlänge. Aber natürlich durfte dieser Driver auch nur deshalb bei mir im Bett schlafen, weil weder meine Tochter noch meine Frau mit dabei waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Driver zuerst indoor getestet und wirklich unglaubliche Werte bekommen, bevor ich ihn dann tatsächlich mitgenommen habe nach Gran Canaria und er dort mehr als nur überzeugt hat. By the way, das Salobre Golf Resort in Gran Canaria ist wirklich eine tolle Golfdestination mit super Golfplätzen. Einzig und allein die Verpflegung auf der Runde hätte besser sein können. Aber der Rest war wirklich tipptopp. 112,3 Meilen Clubhead Speed bei einer Ballgeschwindigkeit von über 165 Meilen. Ergeben Carry 250 Meter und eine Gesamtdistanz von 265 Metern. Und nun eben ein ganz kleiner Exkurs, wie ich überhaupt zu diesem Driver gekommen bin. Einer meiner ältesten Golffreunde, Didi, und bitte nicht falsch verstehen, Didi ist jetzt keine 110 Jahre alt, vielleicht sollte ich lieber sagen, einer meiner langjährigsten Freunde, Didi. Ein kompletter Driver-Freak. Und auch das sollte man bitte nicht falsch verstehen. Ich hoffe, er kündigt mir nach dem Video nicht die Freundschaft, aber er kauft sich tatsächlich mehr als 50 Driver pro Jahr. Egal, das ist wiederum eine andere Geschichte. Auf alle Fälle kommt eben dieser besagte Didi zu mir und braucht etwas von mir und fragt mich, was ich denn gerne dafür haben möchte. Und meine Antwort war eben, Didi, ich brauche nichts von dir, du kannst das Ding einfach so haben. Und seine Antwort wiederum war, nein Philipp, bestimmt nicht, ich tausche einen von meinen wahrscheinlich 150 Drivern, die ich zu Hause rumstehen habe, ein und gebe dir diesen Driver dafür. 113,8 Meilen Clubhead Speed, eine Ballgeschwindigkeit von unglaublichen 165,4 Meilen, für mich unglaublich, ergeben eine Carry-Distanz von 247,5 Metern bei einer Gesamtlänge von 268,4 Metern. Und so kam ich eben zu diesem Driver. Diese Driver gibt es auf eBay um ca. 100 € zu kaufen, allerdings sind die so gut wie nie online zu haben. (113,2 Meilen Clubhead Speed, ein kleiner Fade, aber wieder 161,3 Meilen Ballgeschwindigkeit.
Auf alle Fälle ist die Geschichte mit Didi jetzt schon bestimmt 2-3 Jahre her. Und so lehnte der Driver gemütlich hier in meinem Golfraum rum und konnte sich in Ruhe akklimatisieren. Vielleicht ist das Ding, um welchen Driver es sich handelt, verrate ich wie gesagt ein wenig später, ja ein wenig wie ein guter Rotwein. Je länger man ihn stehen lässt, desto besser wird er. Nicht ganz so gut getroffen, 111,9 Meilen Clubhead Speed und bei Miss-Hit sind es dann immer noch 156,9 Meilen Ballspeed. Und die ergeben dann eine Carry-Distanz von 233,2 Metern bei einer Gesamtdistanz von 242,7 Metern. Auf alle Fälle war ich im November in der Türkei in Belek golfen und ich hatte vom Tee einfach nicht die gewünschte Länge. Teilweise war sogar mein Titleist GT3 Dreierholz gleich weit wie mein Driver. Und ja, das hat mich natürlich ein wenig verärgert. Oder sogar sehr verärgert, um ehrlich zu sein. Gespielt habe ich in der Türkei mit meinem Second All-Time Favorite Driver, mit dem Ping G425 Driver. Und genau der Driver muss eben auch jetzt für diesen Test herhalten. Schauen wir mal, was ich aus dem Driver so rausbringe. Ja, auf alle Fälle geht er deutlich weiter links. Ich hatte eine Clubhead Speed von 106,8 Meilen und eine Ballgeschwindigkeit von 161,9 Meilen. Carry waren es 239,6 Meter und gesamt waren es 244 Meter. Auch wenn ich es gerade nicht zeigen konnte, der Ping G425 Driver ist ein Driver, der wirklich extrem fehlerverzeihend ist. Also wenn sich jemand schwer tut, Fairways zu finden, dann ist dieser Driver genau der richtige. Aber er ist eben kein Längenmonster. Ganz leicht links wiederum. Batscht das jetzt auf. 111,5 Meilen Clubhead Speed. Eine Carry-Distanz von 224 Metern und eine Gesamtdistanz von 234 Metern. Lange Rede, kurzer Sinn, es musste ein neuer Driver her. Und neben meinem TaylorMade QI10 und meinem Titleist GT3 Driver stand eben noch dieses komische Ding bei mir zu Hause rum. Wieder 113,2 Meilen Clubhead Speed, Ball Speed 163,6 Meilen, 244,9 Meter Carry, 265,6 Meter Gesamtlänge. Also, heute geht es um den Driver, den mir Didi vor 2 bis 3 Jahren gegeben hat im Tausch. Das Ding an sich, der Driver an sich, ist übrigens noch deutlich älter, in etwa 15 Jahre alt würde ich sagen, und ja, er steht auf der USGA Conforming List. Denn das war das Erste, was ich sofort überprüft habe. Wieder ganz leicht links, sehr gut getroffen, aber er geht wahrscheinlich, jawohl, links in den Bunker rein. Aber ich hatte wiederum bei 114,4 Meilen Clubhead Speed eine unglaubliche Ballgeschwindigkeit von 166,6 Meilen. Und so habe ich eben angefangen, mit diesem Driver Bälle zu schlagen. Der Grund war, wie bereits gesagt, reine Verzweiflung. Ja, das war mal ein ganz guter Hit mit 113,4 Meilen Clubhead Speed habe ich 169,2 Meilen Ballspeed bekommen.
Und es waren dann schlussendlich 260,9 Meter Carry bei einer Gesamtdistanz von 272,7 Metern. Ich bin übrigens weder ein besonderer Fan von der Form des Kopfes, noch wäre ich jemals auf diesen Schaft gekommen. Der geht zwar ein wenig nach links, aber man sieht natürlich, was für ein Potenzial, speziell was die Länge betrifft, in diesem Driver steckt. Ich hatte eine Clubhead Speed von 114,4 Meilen und mit diesen 114,4 Meilen habe ich eine Ballgeschwindigkeit von 170,4 Meilen erreicht. Das hatte ich schon lange nicht mehr oder noch nie, um ehrlich zu sein. Ich bekomme eben mit diesem Driver, mit einer ähnlichen Schlägerkopfgeschwindigkeit, mit einer ähnlichen Clubhead Speed, eine Ballgeschwindigkeit hin, die in etwa 10 Meilen schneller ist. Und das ist doch einfach unglaublich, oder? Kein schlechter Treffer, aber er überfadet ein wenig, schafft es jedoch trotzdem bis aufs Fairway. Ich hatte mit 114,2 Meilen Clubhead Speed eine Ballgeschwindigkeit von 167,7 Meilen. Es waren 264,4 Meter Carry und eine Gesamtdistanz von 279,8 Metern. Am Anfang war ich selbst so stutzig, dass ich 2 Stunden lang Indoor getestet habe. Ich habe die Schläger nach jedem einzelnen Schlag getauscht, denn ich war mir sicher, es muss sich um einen Messfehler handeln oder in meinem Fall um hunderte Messfehler. Denn ich konnte mir einfach nicht erklären, warum ich aus diesem Ding, das mir einfach nicht gefällt, mehr Ballgeschwindigkeit rausbekommen sollte, als aus jedem anderen Driver. Auch da kommt er wieder, der kleine Fade. Es waren diesmal 113,6 Meilen Clubhead Speed und die Ballgeschwindigkeit ist wieder bei 170,6 Meilen. Das wiederum ergibt eine Carry-Länge von 266,4 Metern und eine Gesamtdistanz von 276,8 Metern. Natürlich gelingt mir auch bei diesem Driver nicht jeder Drive, nicht jeder Schlag. Das ist ganz normal und mir auch völlig klar. Aber in Summe gesehen performt dieser Driver einfach um 1 bis 2 Klassen besser als eben die Driver, mit denen ich ihn verglichen habe. Egal ob mein geliebter Ping G425er Kopf, egal ob der TaylorMade QI10 Kopf, egal ob der Titleist GT3 Driver Kopf. Er hat einfach alle meine anderen Driver outperformt. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist das, dass ich meinen Ping G425 Driver wirklich liebe. Sowohl das Design als auch der Klang, der wirklich sehr, sehr laut ist. Ich liebe den Schläger einfach, aber er ist halt leider Gottes kein Längenmonster. Der kleine Draw mit dem Ping Driver, 110,6 Meilen Clubhead Speed, leider Gottes links im Bunker, aber auch eine gute Ballgeschwindigkeit, 164,7 Meilen bei einer Carry-Distanz von 253,4 Metern. Und egal wie oft, wie lange ich es versucht habe, die Werte vom Ping G425 Driver kamen einfach nicht an die Werte von dem, ja, ich verrate es gleich mal, Driver ran. Und so habe ich beschlossen, das Ding zuerst mal outdoor in Gran Canaria zu testen, bevor ich hier irgendein unseriöses Video poste. Das erste, was ich in Gran Canaria vor Ort gemacht habe, ist das, dass ich den Driver
mal einem sehr guten Spieler in die Hand gedrückt habe. Und ich habe ihn gebeten, einfach mal drauf zu hauen. Und seine Reaktion war die, dass er sagt, ja, er schaut ein wenig aus wie ein Titleist Driver, aber man merkt schon, dass irgendetwas anders ist, im positiven Sinne. Auf alle Fälle haben sich bei mir und bei diesem sehr guten Spieler alle meine Indoor-Tests bestätigt. Und dementsprechend starte ich nun in die neue Saison mit einem neuen, ganz alten Driver. Nämlich mit dem Tada! Vega Dual Airflow Driver. Und einem, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, Fubuki White 53X5 CT Driverschaft. Ja, das war ein sehr guter Treffer. 113,4 Meilen Clubhead Speed und eine Ballgeschwindigkeit von 171,1 Meilen. 266,1 Meter Carry und 276,2 Meter Gesamt. Noch nie hat mich ein Driver optisch so abgeturnt und so gut performt. Ich bin wirklich schon gespannt, wie lange das anhält. Ja, der war leicht innen getroffen. Es waren bei 114,7 Meter Clubhead Speed, dann aber trotzdem noch 170,6 Meilen Ballspeed und eine Carry-Distanz von 266 Metern bei einer Gesamtdistanz von 274 Metern. Ich habe übrigens mit der Firma Vega Kontakt aufgenommen, um die Möglichkeit zu bekommen, einen neuen Vega Driver zu testen. Denn ich wäre wirklich sehr gespannt darauf, ob die Performance bei den neuen Vega Drivern ähnlich gut ist wie bei diesem alten Hund hier. Oder ob ich hier ein Einzelstück in meinen Händen halte, das einfach niemals kaputt gehen darf. Auch der war richtig gut getroffen. Auch da hatte ich mit 113 Meilen Clubhead Speed 170,9 Meilen Ballspeed. Und das hat zu einer Carry-Distanz von 270 Metern geführt. Was für mich wirklich richtig gut ist. In diesem Sinne möchte ich mich wie immer herzlich fürs Zuschauen bedanken. Und ich hoffe natürlich, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dafür solltest du bitte unbedingt meinen Channel abonnieren und auf die Glocke klicken. Denn nur dadurch verpasst du auch in Zukunft keines meiner Videos mehr. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend, ein schönes Spiel. Ciao.